Leute, heute wird's wild. Wir lernen gemeinsam, wie wir eigene Dichtungen gießen. Ich zeige euch, was ich probiert habe, was nicht geklappt hat und wie ich es letztlich geschafft habe, diese fast perfekten Dichtungen zu gießen. Bleibt also unbedingt dran. Kurz zur Vorgeschichte. Mein Hallennachbar Dennis hat sich vor einigen Monaten diesen Wohnwagen gekauft und der hat diese Griffe an der Seite. Wie ihr sehen könnt, hat der Vorbesitzer die originalen Dichtungen schon gegen welche getauscht, die wirklich überhaupt nicht passen. Und das ändern wir jetzt. Ich habe den Griff dann erstmal geschliffen, um den ganzen Dreck zu entfernen. Allein der Schliff hat schon viel ausgemacht. Für das Material habe ich die Firma Diamant Polymer Solutions angeschrieben und gefragt, ob wir ein paar ihrer Produkte haben können. Neben ein paar Produkten für andere Videos, die noch kommen, habe ich auch eine Flasche Diaflex mit Härter bekommen. Das ist das Material, mit dem ich versuchen werde, meine Dichtungen zu gießen. Dieses Video ist darum zwar nicht bezahlt, aber ich habe auch für die Produkte von Diamant im Rahmen meines Experimentes nichts bezahlt. An dieser Stelle einen lieben Dank an Marc für den bisher sehr netten Kontakt. Okay, aber starten wir jetzt mal rein. Zuerst habe ich einen Abdruck vom Griff gebraucht. Ich habe ihn darum einfach mit einem Bleistift umzeichnet, eine Schieblehre als Referenz auf das Papier gelegt und ein Foto gemacht. So konnte ich die Zeichnung in Fusion 360 bemaßen. Ein Positiv meiner Dichtung zeichnen und anschließend eine erste Gussform erzeugen, die dann auch schnell gedruckt war und so aussah. Mein Plan war, das Material, also Diaflex, einfach bündig in die Form zu gießen. An dieser Stelle wusste ich übrigens noch nicht, dass das der erste von 5 Versuchen sein wird, bis ich ein wirklich gutes Ergebnis erzielen kann. Damit das Diaflex nicht so stark an meiner PLA-Gussform haftet, habe ich mir übrigens noch dieses Silikon-Trennspray gekauft. Und dann konnte es auch schon losgehen. Ich konnte den Behälter mit dem Härter öffnen. Das war aber gar nicht so einfach. Ich habe wohl nicht das richtige Werkzeug dafür. Letztlich hat mir dann eine Zange und ein Schraubenzieher nicht wirklich geholfen. Also habe ich rumprobiert, in meiner Verzweiflung sogar ChatGPT um Hilfe gefragt und mir wurde wieder ein Schraubenzieher empfohlen. Also habe ich das durchgezogen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie man die Flaschen besser aufbekommt oder welches Werkzeug sich dafür eignet. Aus dem Datenblatt habe ich übrigens entnommen, dass es schlau wäre, dabei eine Atemmaske zu tragen. Das Mischverhältnis ist 100:80 oder 10:8. Ich habe für das Abwiegen eine normale Küchenwaage verwendet. Das Datenblatt erfordert dann, dass ich etwa 2 Minuten rühre. Dann habe ich die Form mit Trennspray eingesprüht und die Flüssigkeit eingegossen. Der Stab in der Mitte ist übrigens die Stelle, an der später die Schraube ist. Ich dachte, es wäre praktisch, wenn die Dichtung an dieser Stelle direkt ein Loch hat. So sah das dann gegossen aus. Mancher von euch mag direkt sehen, was ich falsch gemacht habe. Aber ich mache diese Fehler ja alle, damit ihr sie nicht mehr machen müsst. Laut Datenblatt ist die Aushärtezeit etwa 1 Tag und so sah die Dichtung dann aus. Die Innenseite war schon wirklich gut, die Außenseite aber noch sehr löchrig. Außerdem war es relativ schwer, die Dichtung aus der Form zu bekommen. Eine Wandstärke von 3 mm für die Gussform war auf jeden Fall zu viel. Ich habe dann noch versucht, die Dichtung mit einem Bandschleifer zu bearbeiten, aber das hat, wie ich erwartet habe, nicht wirklich gut geklappt. Die Form selbst hat übrigens schon gut funktioniert. Daran musste ich also nichts mehr ändern. Also, weiter geht's mit Versuch Nummer 2. Diesmal bestand meine Gussform aus 2 Teilen. Einer Bodenform und einem Deckel mit etwas Überstand. Meine Idee war, dass ich die Form zu voll mache und dann mit dem Deckel das überschüssige Material einfach rauspresse. Um so letztlich auch die perfekte Rückseite zu erhalten. Hier nochmal die Form frisch aus dem Drucker. Statt einer Dichtung kann ich so übrigens direkt 4 Dichtungen gießen. Und dann konnte ich auch schon wieder eine Mischung anrühren, die Form mit dem Trennspray besprühen, das Diaflex hineingießen. Diesmal habe ich etwas mit dem Hammer auf den Tisch geschlagen, mit dem Ziel, vermeintliche Luftblasen rauszubekommen. Und dann den Deckel aufsetzen. Wie erwartet ist das überschüssige Material auch aus den Löchern gepresst worden und ich konnte den Überschuss dann mit einem Tuch entfernen. Ich habe das dann noch mit ein paar Zwingen gesichert, denkt ihr, es waren genug Zwingen, und dann wieder einen Tag gewartet. Das Entfernen der Form war wieder etwas schwierig. Meine Wandstärke war wahrscheinlich immer noch zu groß, aber irgendwann hatte ich es dann geschafft. Leider hatte die Rückseite noch immer viele Löcher, sodass die Dichtung auf keinen Fall richtig abdichten kann. Meine Theorie war, dass nicht genug Material von oben in die Form drückt und die Löcher darum nicht gefüllt wurden. Ich habe darum diese 4 Trichter gedruckt und nochmal die Gussform mit dem Deckel vom zweiten Versuch. So sahen meine fertigen Teile dann aus. Die Trichter habe ich einfach auf die Öffnung geklebt. Das war einfacher, als es direkt mitzudrucken. Diesmal habe ich mich außerdem daran erinnert, dass ich noch einen Vakuumtopf besitze. Den hatte ich vor vielen Jahren für ein anderes Projekt gekauft, das ich dann niemals umgesetzt habe. Ich habe mich dann kurz mit dem Aufbau
des Kessels beschäftigt, bis er dann fertig vor mir stand. Ich hatte diesmal vor, jedes letzte bisschen Luft aus dem Material zu saugen und wirklich die perfekte Dichtung zu gießen. Spoiler, ich werde einen entscheidenden Fehler machen. Wie auch immer, hier nochmal mein Setup. Der Kompressor, der Druckluftkessel, die dritte Version meiner Dichtung sowie natürlich Diaflex, Härter und Trendspray. Und dann konnte ich wieder rühren, das Trendspray auftragen, das Material eingießen, den Deckel aufsetzen und alles sicher mit Zwingen verschließen. Na, schon gemerkt, was der Fehler war? Ich habe meine Form dann samt der Zwingen in den Unterdruckkessel gestellt. Leider schwer zu filmen, aber man sieht, wie das Material aus der Form gezogen wird. Beziehungsweise die Luft sich ihren Weg nach oben sucht. Ich habe dann weiter rumgeklopft und versucht, die ganze Luft aus meiner Gussform zu bekommen. Hier sieht man auch gut, wie es fast schon blubbert. Und am nächsten Tag konnte ich die Form dann wieder zerstören, um an die Dichtungen zu kommen. Das hat ganz gut geklappt. Mittlerweile bin ich ja fast Profi darin, PLA-Schalungen zu zerstören, ohne die Dichtung selbst zu beschädigen. Das Ergebnis war auf jeden Fall besser wie in den ersten 2 Versuchen. Man kann auch gut erkennen, dass noch genug Material im Trichter war. Aber mein Problem mit den Löchern habe ich noch immer nicht gelöst. Meine Theorie war darum diesmal, ich muss die Luft aus dem Material bekommen, bevor ich es in die Form gieße. Wahrscheinlich war der Unterdruck zu groß und es wurde generell zu viel Material aus der Form gesaugt, was dann nicht mehr nachgelaufen ist. Ich habe mich also direkt wieder ran gemacht, nochmal die Form mit den Richtern gedruckt, neues Material angerührt, den Becher in den Unterdrucktopf gestellt und das erstmal eine ganze Weile laufen lassen. Man sieht auch gut, wie Bläschen aufsteigen. Anschließend habe ich die Luft wieder langsam in den Kessel strömen lassen und die Diaflex-Mischung ebenfalls langsam in die schon mit Trendspray eingesprühte Form fließen lassen. Ich habe noch ein paar Mal mit dem Schraubenzieher dagegen geschlagen. Vielleicht hilft das ja, noch die ein oder andere Luftblase loszuwerden. Es war beim Gießen klar, dass dieser Versuch besser wird. Das Material war flüssiger und sah auch irgendwie viel dichter aus. Dann konnte ich den Deckel aufsetzen und wieder mit meinen Zwingen sichern. Habt ihr eigentlich gemerkt, wie ich auf meine Mini-Zwingen gewechselt habe? Hier unten in der Videobeschreibung habe ich euch alle verwendeten Produkte verlinkt. Bevor wir zum fertigen 4. Versuch wechseln, hier noch der Aufbau, wie er vor dem Aushärten aussah. Man kann gut erkennen, dass im Trichter noch genug Material ist, das nachlaufen kann, falls nochmal Luft aus der Form entweicht. Und dann war es soweit. Ich konnte die Gussform entfernen und ich war so froh. Oh yeah, baby. Diesmal sahen die Dichtungen richtig gut aus. Es waren kaum noch Löcher zu sehen. Das Gummi war satt und dicht. So soll es sein. Den fertigen Überstand aus dem Trichter habe ich dann einfach mit einem Messer abgeschnitten. Und generell noch hier und da eine Unschönheit entfernt. Aber hey, schaut euch die Dichtungen an. Sieht das nicht gut aus? Ich war so froh, dass ich es endlich geschafft hatte. Denn meine Versuchsreihe hatte bis zu diesem Punkt schon 2 Monate gedauert. Hier seht ihr nochmal alle Dichtungen aufgeteilt nach Versuchsnummer. Ich finde, man kann sehr gut erkennen, wie sich die Qualität mit jedem Versuch verbessert hat. Ich habe dann Dennis eingeladen, um ihm das Ergebnis zu zeigen. Mein Plan war, ihm einen Streich zu spielen und ihm einfach die schlechte erste Version mit den ganzen Löchern zu zeigen. Aber entgegen meines Planes war er überhaupt nicht enttäuscht, sondern begeistert. Mann! Oh. Das ist dein Ernst. Selber Guck dir gegossen? mal genauer an. Ja. Wieso? Das sieht doch Ich gut wollte dich aus. verarschen, das ist die schlechte Version. Mann, Dennis. Im Gespräch haben wir dann aber noch erkannt, dass ich noch 4 weitere Dichtungen gießen muss. Und mich hat es dann nicht locker gelassen, auf Basis all meiner gesammelten Erfahrungen einen letzten Versuch zu starten. Die Dichtungen wirklich blasenfrei zu bekommen. Aber diesmal mit einer neuen Form und Unterstützung von der Schwerkraft. Ich habe darum diese sehr kompakte Form gedruckt. Sie steht, hat oben ein kleines Loch und einen großen Trichter. Und sie bietet Platz für insgesamt 4 Dichtungen. Also kurz gedruckt. Und so sah die fertige Form dann aus. Also konnte ich ein letztes Mal mischen, die Luft aus dem Material ziehen. Diesmal habe ich es wirklich lange laufen lassen und die Luft sehr langsam zurück in den Kessel strömen lassen. Das Material sah dann auch wirklich wieder sehr vielversprechend aus. Und das Gießen hat auch einigermaßen gut geklappt. Es hat nur etwas gedauert, bis das Diaflex durch die sehr dünnen Löcher geflossen ist. Teilweise habe ich auch etwas mit einem Spatel nachgeholfen. Oder auf den Tisch geklopft. Die vermeintlich volle Form habe ich dann wieder in den Unterdruckkessel gestellt und nochmal die Luft aus der Form gesaugt. Anfangs mit sehr viel Bedacht und relativ wenig Unterdruck. Wenn sich eine größere Luftblase ihren Weg nach oben bahnt, besteht sonst nämlich die Gefahr, dass das Material aus der Form spritzt. Anschließend habe ich nochmal durch Klopfen versucht, mehr Luft aus der Form zu bekommen und nochmal den Kessel benutzt. Und dann war es soweit. Ich konnte die PLA-Form wieder zerstören, um an ihren hoffentlich wunderschönen Inhalt zu kommen. Mittlerweile wusste ich auch, dass die gegossenen Dichtungen relativ robust sind. Darum habe ich mich auch nicht gescheut, einen Hammer zu benutzen. Ich habe dann wirklich gestrahlt vor Glück, als ich die Rückseite gesehen habe. Was ist gut aus? Wow.
Was soll ich sagen? Das sind die fertigen Dichtungen. Wie bei einer Geburt hängt noch die kleine Trichternabelschnur dran, die ich natürlich abgeschnitten habe. Und oh Gott, bin ich froh! Ich glaube, die Geburt dieser Dichtungen war anstrengender als die Geburt meines Sohnes. Übrigens hatte diese Form keine Aussparungen mehr für die Schraube. Im Nachhinein betrachtet wäre das wohl gegangen, aber ich wollte erstmal nicht, dass sich Luft am unteren Ende von diesem Stopfen ansammeln konnte. Dennis hat das Loch dann einfach mit einem Cuttermesser in die Dichtung geschnitten und wir konnten endlich eine Dichtung testweise am Wohnwagen montieren. Sieht gut aus, oder? Hier nochmal der Vergleich zur ursprünglichen Lösung. Was sagt ihr dazu? Habt ihr auch Erfahrung mit vergleichbaren Materialien oder vielleicht sogar Diaflex? Schreibt mir gerne einen Kommentar unter dieses Video. Und jetzt zum Fazit. Generell ist die Form und die Ausrichtung der Gussform sehr wichtig. Man sollte sich hier auf jeden Fall Gedanken für eine möglichst gute Ausrichtung machen. Wahrscheinlich sollte die Spitze möglichst klein und der Bauch richtig groß sein. Macht ja keinen Joke über mich. Das Datenblatt von Diaflex empfiehlt ein Befüllen von unten nach oben, aber ich denke, das ist im Handwerkerbereich nicht mehr ganz so einfach umzusetzen. Die Druckformen würde ich möglichst dünnwandig drucken. Aus meiner Sicht ist 1 mm schon zu viel. Der Druck, also die Form, ist nach dem Aushärten des Diaflex-Materials sowieso Müll. Es macht also nicht nur das Ablösen der Form leichter, sondern spart auch Material. Zur Vorbereitung muss das Material gut gerührt und möglichst gut entlüftet sein. Dazu eignet sich ein Vakuumtopf sehr gut. Die Luft sollte vor und nach dem Eingießen aus dem Material gesaugt werden. Vor dem Eingießen kann das Vakuum sehr groß sein. In der Form muss man etwas aufpassen und lieber weniger Vakuum auf eine längere Zeit anwenden. Mir ist außerdem aufgefallen, dass man aufpassen muss, wenn die Luft wieder in den Topf strömt, denn auch dieser Luftstrom ist potenziell gefährlich. Darum sollte das Bauteil entweder nicht direkt in der Mitte unter dem Ventil stehen oder die Luft eben anderweitig abgeschirmt werden. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Diamant für diese Möglichkeit bedanken. In der Videobeschreibung habe ich alle von mir verwendeten Produkte sowie Werkzeuge und auch das 3D-Modell meiner Gussform verlinkt. Lasst an der Stelle gerne ein Abo da. Wir haben jetzt übrigens auch Kanalmitgliedschaften. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mich weiter unterstützt. Okay, das war's von diesem Video. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und freue mich darauf, dich auch im nächsten Video als einen meiner Zuschauer begrüßen zu dürfen. Viel Spaß beim Nachgießen. Ciao.